Falafel, endlich haben wir sie so hinbekommen, wie wir sie uns vorgestellt haben. Außen knusprig und innen schön saftig grün. Dazu lecker gewürzt, wie ihr es von uns kennt. In diesem Video verraten wir euch unsere Tipps und Tricks. Hi zu Lucky Recipes. Falafel machen ist zwar etwas Arbeit, aber es lohnt sich, weil man sie sich auf Vorrat herstellen kann. Am besten plant ihr schon einen Tag im Voraus, um die Kichererbsen einzuweichen. Mit Dosenkichererbsen klappt diese Art der Zubereitung nicht so gut, weil sie zu weich sind. Tipp: Wenn euer Wasser auch so hart ist wie unseres, dann gebt einen halben Teelöffel Natron dazu. So nehmen die Kichererbsen das Wasser besser auf. Als nächstes bereiten wir unser Falafelgewürz vor und da kommt unser zweiter Tipp: Röstet die Gewürze leicht an, so werden sie aromatischer. Denn sind die Gewürze einmal ungeröstet im feuchten Falafelteig, schmecken sie eher roh, weil beim Frittieren bekommt ihr nur die Außenhülle hohe Temperaturen ab. Im Inneren ist es ja noch feucht und da können die Gewürze gar nicht richtig rösten. Ich habe unsere Pfanne auf mittlerer Stufe vorgeheizt. Sie hat etwa 150 Grad, das ist eine recht sanfte Temperatur zum Rösten. Das wichtigste Gewürz ist Kreuzkümmel. Da er aus dem Mittleren Osten stammt, findet man ihn in ganz vielen Gerichten, so auch in der Falafel. Dazu kommt Koriandersaat. Sie passt mit ihrem leicht floralen Aroma sehr gut zum erdigen Geschmack von Kreuzkümmel. Generell werdet ihr oft sehen, dass in vielen Landesküchen diese zwei Gewürze kombiniert werden. Die restlichen Gewürze habe ich nur in Pulverform da. Die müssen nicht so lange rösten, deswegen mache ich jetzt die Hitze aus und gebe die Pulver in die Resthitze hinein. Hier kommen Gewürze, die im tropischen Klima wachsen. Ein wenig Pfeffer, ein Hauch Zimt, grüner Kardamom mit Nelke. Wir Inder würden zu dieser Mischung jetzt einfach Garam Masala sagen. Für eine dezente Schärfe geben wir noch Chiliflocken hinein. Wir haben hier Pul Biber aus dem türkischen Geschäft. Erstmal mörsern wir alles schön fein und dann geben wir noch getrocknete Minze dazu. Und schon schmeckt die Gewürzmischung ganz anders als ein Garam Masala. Jetzt ein Geheimtipp. Gebt ihr eine kleine Menge Olivenöl in die Gewürzmischung, werden sich die Aromen später besser entwickeln, da sie öllöslich sind. Die Falafelmasse an sich hat ja kein Öl. Jetzt zeigen wir euch die frischen Zutaten, die wir in unsere Falafel machen, damit sie schön grün werden. Hier haben wir einen großen Bund glatte Petersilie aus dem türkischen Laden. Das sind etwa 200 Gramm, da bekommt ihr immer gute große Bündel ohne Plastik und zu einem günstigen Preis. Ihr könnt auch 100 Gramm Koriander und 100 Gramm Petersilie nehmen. Wichtig ist nur, dass wir das gut waschen und abtupfen, ansonsten haben wir später zu viel Feuchtigkeit im Falafelteig und es wird schwer, die Falafel stabil zu halten. Die hinteren Stiele schneide ich ab und der Rest kann mitverarbeitet werden. Wir haben uns früher immer gefragt, was macht man mit so einem großen Bund Petersilie? Schaffen wir das, die Menge zu verbrauchen? Schnell haben wir gemerkt, dass glatte Petersilie ein Allrounder ist und ein Grund, warum unsere Falafel schön grün werden. Nach dem Abschütteln rollt die Blätter in einem Tuch ein und wälzt sie hin und her. So bekommt ihr sie gut trocken. Damit unsere Küchenmaschine später nicht ins Stocken gerät, schneiden wir die Blätter ganz grob mit dem Messer vor. Wenn ihr einen Fleischwolf habt, dann geht es sogar noch schneller. Wir mischen noch 2 große milde grüne Chili in die Masse. Das bringt noch mehr Farbe und eine frische Schärfe rein. Eine Zwiebel darf auch nicht fehlen. Wir nehmen eine milde. Gebt nun die Kichererbsen mit den frischen Zutaten in den Mixer. Ich muss das in 2 Chargen häckseln. Außerdem gebe ich noch 100 Gramm TK-Erbsen in die Masse. Die hat man ja immer zu Hause. Neben der extra Farbe sorgen sie dafür, dass die Falafel schön saftig bleiben. Man darf von diesen Zutaten nur nicht zu viel verwenden, denn sonst fehlt es der Masse an Bindekraft, die ja primär durch die Kichererbsen kommt. Deshalb unbedingt die Mengenangaben einhalten. Mischt die Masse mit einem Spatel mehrmals von unten nach oben, damit sie eine gleichmäßige Körnung erlangt. Sobald sich die Masse mit den Händen formen lässt, habt ihr die richtige Textur. Versucht nicht zu lange zu mixen, bis die Masse glatt ist. Eine mittlere bis feine Körnung finden wir genau richtig. Am besten sammelt ihr die Masse in einer großen Schüssel und beginnt mit dem Abschmecken. Ein bisschen Backpulver ist wichtig, damit die Falafel innen schön locker bleiben. Jetzt kommen unsere Gewürzmischung mit etwas Zitronenabrieb sowie Zitronensaft hinein. Wir finden, das passt besonders gut zu grünen Falafel.
Grüne Falafel sind vor allem in Ägypten beliebt, da hat man sie schon vor über 1000 Jahren aus grünen Ackerbohnen hergestellt. Die Version mit Kichererbsen ist bekannter und im gesamten Mittleren Osten weit verbreitet. Form, Würzung und Farbe kann von Land zu Land immer variieren. Mischt alles ordentlich mit euren Händen durch und probiert, ob für euch alles passt. Dann streicht die Masse mit euren Händen flach und lasst sie zugedeckt für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen, sodass die frischen Zutaten nicht beginnen zu oxidieren. In dieser Zeit kann sich die Stärke der Kichererbsen gut verteilen. Das ist wichtig, damit die Masse gut hält. Einen Teil, etwa 400 Gramm, frieren wir immer ein. So können wir uns die Falafel immer frisch zubereiten. Wenn ihr mögt, könnt ihr die Falafelmasse immer frisch kurz vor Zubereitung würzen. So sind sie am aromatischsten. Jetzt können wir die Falafel formen. Je nachdem, ob ihr sie frittiert, bratet oder im Airfryer zubereitet, würden wir euch etwas anderes empfehlen. Wenn ihr runde Falafel haben wollt, müsst ihr sie später frittieren. Sie sollten nicht zu groß sein, da sie sonst nicht bis innen durchgaren. Dafür einfach mit einer digitalen Waage arbeiten und die passende Menge herausnehmen. So benötigt ihr keinen extra Falafelformer. Ihr bekommt eine schöne runde Form, wenn ihr den Teig erstmal locker zusammenpresst, bis ihr das Gefühl habt, die Masse hält. Dann nicht versuchen, mit beiden Händen eine Kugel zu formen, das klappt nicht. Stattdessen in der hohlen Handfläche rotieren, so werden sie wunderbar rund und ebenmäßig. Flache Patties hingegen eignen sich für Pfanne und Airfryer. Hier ist eine gute Größe von 40 Gramm und 1 cm Dicke. Sehr wichtig ist, die Ränder glatt zu streichen, damit keine Risse entstehen und später mit Öl volllaufen. Bei Heißluft wiederum dringt die Luft in die Risse hinein und vertrocknet eure Falafel. Jetzt können wir die Falafel ausbacken. Wir haben schon alles probiert. Wir haben sie frittiert, wir haben sie in der Pfanne gebraten, wir haben sie im Backofen und im Airfryer gemacht. Jetzt ist einfach eure Präferenz gefragt. Die Backofenvariante ist nicht unser Favorit, weil die Falafel eher trocken werden, selbst wenn man sie mit Öl bepinselt. Deswegen zeigen wir euch diese Variante gar nicht erst. Tatsächlich bietet der Airfryer die bessere Alternative, weil sie ist von der frittierten Variante kaum zu unterscheiden, besonders wenn ihr die Falafel später mit Pita-Brot und mit Soßen esst. Wärmt euren Airfryer kurz auf. Hier arbeiten wir gerne mit Olivenöl. Das gibt einen besonderen Geschmack. Ja, das geht tatsächlich mit Olivenöl. Legt die Falafel hinein und besprüht sie noch einmal. Jede Runde dauert ca. 15 Minuten bei 200 Grad. Nach der Hälfte der Zeit werden sie einmal gewendet und nochmal besprüht. Für uns beide ist der Airfryer einfach ideal, perfekt für die Menge, die wir eingefroren haben. Diese Variante ist zwar nicht ganz so kross wie die frittierten, aber die Falafel sind schön saftig geblieben. Flache Falafel könnt ihr auch prima in der Pfanne braten. Das Öl sollte so hoch sein, dass die Falafel bis zur Hälfte bedeckt sind. Dann jede Seite etwa 2 Minuten braten. Die sind schon knuspriger und innen genauso wie aus dem Airfryer. Wir persönlich finden, dass die frittierten Falafel am besten schmecken und Frittieren hat den Vorteil, dass es recht schnell geht. Je Runde braucht es nicht länger als 5 Minuten. Das ist praktisch, wenn ihr beispielsweise Gäste habt oder wenn ihr alle Falafel auf einmal zubereiten möchtet und dann einen Teil tieffriert. Klar, man braucht viel Öl, aber ihr könnt das Öl filtern und beim nächsten Mal wiederverwenden. Zum Frittieren reicht ein günstiges Öl wie Sonnenblumen- oder Rapsöl. Das ist noch nicht heiß genug. Erhitzt das Öl auf 175 Grad. Wenn es so blubbert, ist es genau richtig. Sobald ihr die Falafel hineingebt, sinkt die Frittiertemperatur. Sie sollte nicht unter 158 Grad geraten, denn dann saugen sie sich mehr mit Öl voll. Für unsere Falafel sind zwischen 158 bis 165 Grad ideal. Das schaut schon mal gut aus, aber sie brauchen noch ein wenig. Wegen dem hohen Kräuteranteil dunkelt die Hülle mehr als andere Falafel. Nach 4 bis 5 Minuten holen wir sie heraus und legen sie auf Küchenpapier, wo sie schließlich zu Ende garen. Schaut euch das tolle Ergebnis an. Außen schön knusprig, innen saftig und locker mit ganz kleinen Granulaten. Die leuchtend grüne Farbe lädt zum Reinbeißen ein und sie schmecken schön würzig. Am besten noch ein wenig Joghurt-Tahini-Soße dazu oder gleich in einem Pita-Brot genießen. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Video. Tschüss!